Hier, gerade fertig geworden. Ich hatte mal wieder Lust auf einen Döner und darum habe ich schnell mal ein paar Pidebrote gebacken. Und das geht wirklich ziemlich schnell. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Genau, und da die jetzt noch viel zu heiß sind zum Essen, da zeige ich dir erstmal, wie ich die Pidebrote hier, die übrigens super fluffig sind, gemacht habe. Wir beginnen mit einem Vorteig und geben dafür 200 Gramm Wasser, 120 Gramm Weizenmehl Typ 55 und 30 Gramm frische Hefe oder 10 Gramm Trockenhefe in eine Schüssel und verrühren alles zu einem glatten Teig. Rühre so lange, bis keine Mehlklümpchen mehr im Teig sind. Der Teig muss richtig schön glatt sein. Die Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und den Teig 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Nach 20 Minuten geben wir 200 Gramm Wasser, 360 Gramm Weizenmehl Typ 55 und 8 Gramm Salz zum Vorteig und rühren wieder so lange, bis ein glatter Teig entstanden ist. Auch hier dürfen keine Mehlklümpchen mehr im Teig sein. Alle Zutaten stehen wie immer unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Die Schüssel wieder mit einem feuchten Tuch abdecken und den Teig für 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Inzwischen können wir schon mal ein Backblech mit Backpapier belegen. Und zwar muss das Backpapier 15 cm länger sein als das Backblech. Warum? Das siehst du gleich, wenn wir die Fladenbrote darauf legen. Reichlich Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig aus der Schüssel auf das Mehl gleiten lassen. Sieht das nicht herrlich aus? Und wie man sehen kann, ist der Teig etwas weicher als gewöhnlich. Um zu vermeiden, dass er überall kleben bleibt, vermeide einfach, ihn mit den Fingern zu berühren und arbeite zügig mit der Teigkarte. Fahre dafür mit Hilfe der Teigkarte unter den Teig und klappe ihn zur Mitte hin ein. Die klebrige Oberfläche sorgt dafür, dass der Teig gleich haften bleibt. Falls nicht, drücke ihn mit der Teigkarte an. Wenn die klebrigen Stellen alle nach innen gefaltet sind, teilen wir das Stück in zwei möglichst gleich große Stücke. Jetzt müssen wir die Stücke nur noch zu Kugeln formen. Fasse den Teig dazu außen an, ziehe den Teig etwas nach oben und drücke ihn in der Mitte an. Der Trick ist dabei, den Teig schnell zu greifen, damit er keine Zeit hat, an den Fingern kleben zu bleiben. Falls er doch zu sehr klebt, verwende einfach mehr Mehl. Die Teigkugel dann umdrehen und mit Hilfe der Teigkarte rund formen. Die Teigkarte dafür einfach unter den Teig schieben und mit der freien Hand den Teig immer ein Stückchen weiter drehen. Die Teigkugeln dann mit einem feuchten Tuch abdecken und 15 Minuten entspannen lassen. Das Formen geht dafür jetzt sehr einfach. Streu ordentlich viel Mehl auf die Teigstücke und löse den Teig von der Arbeitsfläche, indem du kurz Mehl mit den Fingern unter den Teig schiebst und ihn dabei ein wenig anhebst. Fasse den Teig am oberen Ende an und lass ihn durch sein Eigengewicht in die Länge ziehen, bis er etwa so lang ist wie die kurze Seite von deinem Backblech. Der erste Teigfladen ist mir abgestürzt und sieht daher etwas zerstört aus. Das macht aber nichts, da man das nach dem Backen nicht mehr sieht. Die Teigfladen also nebeneinander auf das Backblech legen und das Backpapier zwischen ihnen etwas hochziehen, um zu verhindern, dass sie sich beim Aufgehen berühren. Darum brauchen wir nämlich auch so ein langes Stück Backpapier. Das Backblech wieder mit dem feuchten Tuch abdecken und den Teig weitere 30 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Für die Glasur verrühren wir 20 Gramm Mehl mit 20 Gramm Wasser in einer Schale. Dann rühren wir 40 Gramm kochend heißes Wasser ein, um das Mehl zu binden. Anschließend noch ein Eigelb, das sorgt für eine schöne Farbe.
Fehlt nur noch das typische Muster. Dafür die Fingerkuppen in etwas Olivenöl tauchen und ein Gittermuster in das Fladenbrot drücken. Tauche die Finger immer wieder in das Öl, damit der Teig ja nicht kleben bleibt, jetzt wo die Fladenbrote so schön aufgegangen sind. Anschließend mit der Glasur einpinseln und jede Pide mit etwa 1 Esslöffel Sesam und einem halben Esslöffel Schwarzkümmel bestreuen. Sei so lieb und drück ganz kurz den Daumen nach oben Knopf. Das hilft dem Nico nämlich unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Hilf mir bitte auch, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Das Blech in den Ofen schieben, zweiter Einschub von unten und die Fladenbrote in 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Hier, ich habe es jetzt gerade noch geschafft, ein Fladenbrot bis ans Ende von diesem Video zu retten. Um das Video zu machen, habe ich 4 Stück gebacken, damit ich alles 10 einfangen kann. Und ja, meine Frau war gerade so freundlich und hat den Nachbarn das zum Probieren angeboten. Und ratzfatz waren 3 Fladenbrote weg, ehe ich mich versehen konnte. Also, das ist auf jeden Fall schon mal der Beweis, ja, für mich. Du musst das selber ausprobieren, dass das Fladenbrot mega lecker ist. Wenn es ganz frisch gebacken ist. Also bedenke bitte, wenn du das machst, Fladenbrote schmecken am allerbesten, wenn sie frisch gebacken sind. Natürlich kannst du das auch noch am nächsten Tag essen, aber ich empfehle Fladenbrot heute backen und heute essen. So, das gesagt, der Nico bedankt sich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mich bis hierher begleitet hast. Danke für diese großartige Unterstützung. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Der Nico ist weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das heißt, lass mir noch kurz einen Daumen nach oben da. Und dann ist der Nico weg. Ja, ab in die Küche gehen, Fladenbrot backen.